Moin Moin und herzlich willkommen zum neuen Tutorial. Heute machen wir wieder was ganz Schnelles. Wir wollen ein Bild nehmen, das, und wollen da eine Spiegelung drauf machen. Als würde diese Frau hier, ihr könnt auch einen Mann nehmen, hinter einer Glasscheibe sitzt. Das würde dann so nachher aussehen. Also geht ganz leicht. Lass uns mal loslegen. Wir haben jetzt hier das Bild von dieser Frau und brauchen natürlich noch ein anderes Bild. Beides habe ich wieder von Pexels. Ist keine Werbung, aber ich erwähne es halt mal. Da könnt ihr lizenzfrei Bilder runterladen. Müsst ihr nicht benennen irgendwo, wer das gemacht hat. Ja, und es gibt echt schön viele Fotos da. Ist genau wie Pixabay oder so. So, wir haben hier ein Bild aus New York, weil die Frau sieht vielleicht auch so aus, als ob sie irgendwo in so einem Café in New York sitzen würde. Wir nehmen uns hier das Bild, ziehen das in unser anderes Bild rein und haben das dann hier drauf. Das muss auch die vordere Ebene sein. Und das werde ich jetzt einmal vergrößern auf Ctrl und T. Wir transformieren. So, ich mache mal so ein bisschen, ja, ein bisschen Straße kann man drauf lassen. Wenn wir das haben, ist der Schritt schon mal fertig. Wir gehen jetzt hier auf unserer Ebene mit dem Bild, gehen hier bei Normal, bei diesem Mischmodus und gehen auf Negativ multiplizieren. Dann sieht es schon mal so aus. So, warte, ich mache ein bisschen größer. Wenn wir das getan haben, müssen wir hier unten, wo wir die Maske erstellen, hier rechts auf den drauf, wo wir ja, Misch- und Einstellungsebene erstellen. Ja, dann ist es Mischebene. Hier gehen wir auf Tonwertkorrektur. Na, so schwer wird das Wort nicht sein. So, jetzt öffnet sich dieser Bereich hier. Jetzt nehmen wir die zwei linken, also erstmal den ganz linken und schieben den weiter nach rechts. Jetzt sieht man erstmal alles, also der nimmt hier so ein bisschen das Weiß raus, die Helligkeit, dann gehen wir noch den weiter. So, jetzt macht er es aber auf alles. Hier haben wir das ganz oben stehen. Wenn wir das nur auf diese eine Ebene von diesen Häusern machen wollen, dann müssen wir die Alt-Taste drücken und dann seht ihr, dann kommt hier zwischen den zwei Ebenen so ein Pfeil nach unten. Das heißt, er verbindet nur diese Tonwertkorrektur nur mit dieser Ebene und nicht mehr mit dem Hintergrund. Wenn wir das jetzt so machen, schwupps, hat er das gemacht. Und jetzt könnt ihr das natürlich hier oben noch so ein bisschen verfeinern, wie ihr wollt. Heller würde ich es nicht machen. Und dann haben wir schon das Ergebnis. Und so sieht es aus, als würden wir von draußen fotografieren, sie durch die Scheibe und im Hintergrund sehen wir das. War das leicht oder war das leicht? Dafür könnte ich mir gerne ein Like geben. Ein Abo würde ich mich auch freuen, weil als nächstes kommt, ich glaube, das 100 Followers Special. Ich hänge immer noch an den letzten zwei hier, die mir fehlen, aber danke schon mal an allen, die bis jetzt abonniert haben und die Likes gegeben haben. Hat mich sehr gefreut bis jetzt. Und vielleicht geht es ja auch noch ein bisschen weiter. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.